Hey, hallo, schön, dass du eingeschaltet hast. Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Ina und in diesem Video zeige ich dir, wie ich mein Shirt für Silvester genäht habe. Das Shirt sollte jetzt nicht besonders schick sein, aber doch ein bisschen so ein Hingucker und da habe ich mich für ein Shirt mit einem Cutout entschieden. Ich habe das Ganze natürlich vor einiger Zeit schon mal Probe genäht. Das habe ich hier mit diesem Schnittmuster gemacht. Das ist mein Lieblingsschnitt für T-Shirts. Das sitzt richtig gut, nicht zu eng und nicht zu weit und da passt so ein Cutout richtig gut rein. Und alle Teile werden normal zugeschnitten und einmal zusätzlich schneidest du ein Vorderteil zu, das aber ruhig ein bisschen kürzer sein kann. Also meins geht so circa bis zur Taille. Und wenn du dir das Video angeschaut hast und du vielleicht auch Lust bekommst, dir ein Cutout-Shirt zu nähen, dann schau doch mal in meinem Shop vorbei. Dort kannst du dir kostenlos direkt in der Beschreibung dieses Blatt herunterladen mit den beiden Cutouts. Ich habe noch hier so einen tropfenförmigen Cutout dazu genommen. Den habe ich zwar bisher selber noch nicht genäht, aber das stelle ich mir auch richtig schön vor. Und vor allen Dingen habe ich es letztens in der Stadt im Schaufenster so ein T-Shirt gesehen. Daher kam halt auch die Idee für diese Form. Und ja, wie gesagt, das kannst du dir kostenlos bei mir mal eben schnell herunterladen und dann dein Lieblingsschnittmuster damit versehen. Jetzt habe ich direkt mal beide ausgeschnitten und jetzt geht's weiter. Ich habe hier noch so einen 1 cm breiten Streifen ausgeschnitten. Das ist so ein Bügelvlies, leicht stretchig. Das kommt dann unter die Naht. Ich nähe ja super gerne mit dieser Technik, die du jetzt siehst. Vielleicht kennst du sie schon von meinen Taschen. Also bisher habe ich auch nur diese Technik bei Taschen verwendet, aber ich dachte, beim Cutout muss das doch auch irgendwie funktionieren. Also du legst die beiden Vorderteile rechts auf rechts, passgenau aufeinander. Ich stecke das hier schon mal an ein paar Stellen fest. Und zwar oben halt an den Schultern und dann am Armloch. Da habe ich halt vom Schnittmuster hier so kleine Einschnitte übernommen. Und dann liegt das halt ganz genau aufeinander. Also wenn man jetzt auch ein BH trägt, dann legt man das am besten ziemlich mittig, aber nicht zu nah oben an den Ausschnitt. Da sollten schon einige Zentimeter Platz sein, damit das nicht so instabil ist. Und ja, ich zeichne jetzt das mal mit Schneiderkreide auf den Jersey. Und wenn das alles gut übertragen ist, dann bügel ich den Zentimeter von dem Bügelvlies auf die Kreide. Das Vlies bügele ich auf, damit die Naht halt ja, einen guten Stand hat und nicht eventuell wellig wird. Und das schneide ich jetzt mal passend zu. Einmal für oben und dann für unten. Darauf achten, dass es schön glatt liegt und keine Falten da sind. Und dann bügele ich das nach Angaben des Herstellers auf und lasse das anschließend abkühlen. Dann zeichne ich es nochmal auf, damit ich weiß, wo ich lang nähen muss. Bisher ist mir keine andere Lösung dafür eingefallen, also wenn du da eine Idee hast, dann schreib mir das gerne in die Kommentare. Wenn es dann wieder aufgezeichnet ist, dann nähe ich dort entlang. Ich lege also den Streifen unter die Nähmaschine und nähe einmal bis zur ersten Spitze. Lass die Nadel im Stoff stecken, drehen bis zur anderen Seite und dann wieder bis zum Anfang der Naht und die Naht verriegeln. An dieser Stelle entferne ich schon mal die Nadeln und dann schneide ich dort in der Mitte auf. Erstmal bis in die Spitzen rechts und links und dann schneide ich an den langen Seiten den Stoff so auf ca. 0,5 cm zurück. In die Spitzen schneide ich wirklich bis kurz vor die Naht
Und dann an den Rundungen schneide ich halt auch ein paar Mal so in den Stoff bis zur Naht. Besonders bei dem anderen Cutout muss man natürlich in der Rundung schneiden, damit sich der Stoff nachher gut umlegen lässt. Jetzt nehme ich mir direkt nochmal das Bügeleisen und bügelt schon mal so ein bisschen die Kanten. Dann schiebe ich den Stoff durch das Loch auf die andere Seite. Da kann ich schon mal die Träger wieder aufeinander stecken und dann die Seiten und die Ärmelausschnitte aufeinander legen und dann den Ausschnitt schön glatt bügeln. Die Schablone von dem Cutout sieht ja wirklich ziemlich schmal aus, aber ich finde, wenn man das so genäht hat, dann ist das schon ein richtig schöner Ausschnitt. Weil das halt irgendwie ja so täuscht, hatte ich beim ersten Shirt, was ich genäht hatte, auch einen wirklich größeren Cutout gemacht und das war mir dann echt zu viel. Ja, so, jetzt ist alles gut gebügelt und jetzt wird das T-Shirt genau nach Anleitung zu Ende genäht. Also dieses doppelte Vorderteil ist jetzt halt einfach dein Vorderteil. Du steckst die Schultern aufeinander, rechts auf rechts und die Seiten und nähst das dann alles zusammen. Das Einzige, worauf man dann hier achten muss, ist, dass man halt das kürzere Teil von dem Vorderteil immer schön mitnäht und halt auch mit feststeckt. Ich nähe das hier mal eben mit der Overlock, die Schultern und die Seiten zusammen. Das Shirt hat so 3/4 lange Ärmel bei mir und die lege ich jetzt erstmal so rechts auf rechts aufeinander. Dann werden die ebenfalls mit der Overlock kurz genäht und dann kann ich die schon einsetzen. Also du kannst die Nähte natürlich genauso gut mit der Nähmaschine nähen. Jersey franzt ja nicht aus und da geht es auch, eventuell einen elastischen Stich nähen oder halt auch einfach einen Gradstich, außer beim Ausschnitt, also was halt gedehnt wird, sollte ein elastischer Stich sein und das andere kann auch einfach so genäht werden. So sieht das Ganze jetzt aus. Jetzt habe ich hier auch noch den Saum und den Halsausschnitt genäht und das Shirt ist fertig. Jetzt zeige ich dir nochmal, wie das angezogen aussieht. Ich hoffe, mein Video hat dir gefallen. Freue mich natürlich, wenn du mir einen Daumen hoch da lässt und schreib mir auch gerne in die Kommentare, falls du dir auch ein Cutout-Shirt nähst. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann!